Leute, es ist mal wieder soweit. Willkommen zurück bei Big M und einem neuen Video. Meine Lieben, wir sind in der Schweiz und heute gibt es die längste Pizza. Vielleicht nicht sogar in der Schweiz, sondern in ganz Europa. Über 3 Meter warten auf uns. Wie schwer, wie groß das Ganze wird, das sehen wir jetzt. Viel Spaß, let's go. Meine Lieben, und damit herzlich willkommen nochmal zurück bei Big M und einem neuen Video. Wie bereits eben gerade erwähnt, meine Lieben, sind wir in der Schweiz. Zwischen Basel und Zürich liegt das Ganze, genauer gesagt Sur, Aarau, wem das Ganze sagt. Und zwar sind wir aus folgendem Grund hier, die längste Pizza der Schweiz. 3 Meter Länge hat das Ganze und man kann sich sogar, das habe ich mir im Internet schon angeschaut, seine eigene Wunschpizza zusammenstellen. Mit Belegen so viel wie man will, angefangen von mindestens 1 Meter bis zu 2 und 3 Meter. Und das werden wir hier heute mal machen, nachdem wir hier in der Schweiz schon den größten Kebab, den größten Dürüm bestellt und sogar gegessen und geschafft haben als erster überhaupt, werden wir heute mal versuchen, die längste Pizza der Schweiz zu bestellen und natürlich gleichzeitig auch zu essen. Wir gehen rein, let's go. Und damit darf ich den lieben Furkan begrüßen. Ja. Besitzer hier von Pizzatraum? Ja, also mit meinem Vater. Ja. Familienbetrieb? Ja, ja. Wie lange macht ihr das Ganze jetzt schon? 28 Jahre. 28 Jahre? Ja, ja. Ernsthaft? Ja. Wie alt bist du? 25. Ah, ich wollte gerade sagen, du siehst noch ein bisschen jünger aus als ich, aber auch nur 1, 2 Jahre, meine Lieben. Ich habe schon den Leuten gerade gesagt, Schweiz bekannt, bisher war ich größter Dürüm, größter Döner-Kebab und tatsächlich, liebe Grüße gehen an Volkan raus, ihr kennt euch sogar. Ja, wir kennen uns. Und jetzt sind wir heute hier, um die größte Pizza, ich sag mal die längste Pizza der Schweiz zu bestellen und einmal zu sehen. Also seit wann gibt es die längste Pizza bei euch? Wir machen das seit 7 Jahren mit diesem Konzept, mit sehr viel Leidenschaft. Und die Leute kommen für Geburtstagessen, für Familienessen, um diese Meterpizzen zu essen. Wenn ich jetzt schon höre, kommen mit Familien und Gästen, für wie viel ist denn so die 3 Meter Pizza normal ausgerichtet? Die 3 Meter Pizza, die ist für 12 Personen. Ja. Worüber sprechen wir da gewichtsmäßig? Gewichtsmäßig kommt das etwa um die 8 Kilo. Ist dein Ernst? Ja. Und ich bestelle das heute mal? Ja. Hat das schon mal jemand alleine bestellt? Nein, nein. Noch nie? Es kam mal jemand, der aus 1 Meter, Ja. der hat das auch nicht geschafft. Also er hat das 80% gegessen. Also Rekord liegt dann bei 80 cm. 80 Zentimeter und der konnte nicht mal aufstehen. Nie mehr aufstehen? Nein, nein. Okay, weißt du was? Wir machen das mal heute so. Ich bestelle mal, weil es einfach dann die größte ist. Ich will wirklich mal auch mal sehen, wie die aussieht. Weil ich habe noch nie eine 3 Meter Pizza gesehen. Ich bestelle die mal so groß wie es geht, 3 Meter. Und versuche auf jeden Fall für mich mal persönlich auch diese 80 Zentimeter zu schaffen. Okay. Und dann versuche ich mal so weit wie es geht zu kommen. Okay. Machen wir das so? Kann ich mir die Belege selber aussuchen, alles mit Ja, dir? ja. Dann würde ich sagen, belege ich mir die mal selber, ich schaue mir das mal an. Bei euch online und sowohl auf der Speisekarte. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein, meine Lieben, in die größte Pizza, beziehungsweise in die längste Pizza der gesamten Schweiz und schauen mal, ob wir den aktuellen Rekord auch von 80 cm schlagen können. Ich hab Bock. Ich auch. Wir gehen rein, let's go. Super. Halleluja. Also das habe ich auch noch nicht gemacht. So, dann stellen wir sie mal hier hin, oder? Passt es? Ja, ja. Ja? Kann ich sie absetzen? Ja, ja. Wow. Ach du heilige Scheiße. Wir haben hier Pizza mit Spinat und Ei. Spinat und Ei. Spinat und das Ei. ist diese Proteinpizza, ne? Proteinpizza. Und dann haben wir hier Pizza Hens, die ist mit Burrata, Rohschinken, Cherry-Tomaten. Burrata ist genau das, worauf ich stehe. Genau. Die habe ich einfach so zerkleinert. Ja, Dann haben wir hier Pizza Italia. ja. Mit Die ist- Cherry-Tomaten. Genau. Cherry-Tomaten, Parmesan, Rucola. Dann haben wir Pizza Kebab Fresh. Das ist mit Creme Fraiche, Kebabfleisch, Cherry-Tomaten. Liebe Grüße an alle Ist auch- Kebab-Liebhaber raus. Ist auch sehr, sehr fein. Ja. Und ganz vorne? Das ist mein Favorit, das Pizza Albani. Das mit Mascarpone, Cherry-Tomate, Parmesan, Basilikum. Boah, das hört sich geil an. Das ist sehr geil. Und Ich glaube, dann- ich werde, bevor ich nachher mal so nach und nach erstmal von jedem einen probieren, glaube ich. Oder Dann- nach, ich schau mal. Ja, habe ich noch für dich deine Lieblingspizza gemacht. Frutti di Mare. Frutti di Mare, genau. Du bist der Beste, mein Bester. Vielen Dank. Also, Ihr danke Gute. dir. Also, meine Lieben, damit geht's rein in die längste Pizza der Schweiz. 3 Meter Pizza und 8 Kilo warten vor uns. Der Rekord liegt bei 80 Zentimeter, die hier mal einer geschafft hat. Wir wollen natürlich schauen, dass wir diesen Hausrekord brechen und mal so schauen, wie weit wie möglich es geht und was es natürlich am besten schmeckt. Auf geht's in die 3 Meter XXL längste Pizza der Schweiz bei Pizzatraum. Viel Spaß. Let's go.
Stellen wir uns mal ein Stückchen, ja? Oh, ist sogar schon, ach, meine Lieben, ist sogar schon geschnitten. Wir gehen mal in diese Proteinpizza hier rein mit Spinat, Ei und dementsprechend einen schönen Margarita-Teig. Boah. Oh. Wie crunchy das ist. Ich feiere es jetzt schon, weil wenn ihr, ich sag mal, euch an die letzte Pizza erinnern könnt, ich sag mal die größte, das war nicht die längste, sondern die größte bis dato mit 1 Meter Durchmesser, wo gefühlt 90% Teig war, bin ich gerade froh, dass wir hier gefühlt 90% Toppings haben und 10% Teig. Boah, schmeckt sehr lecker. Selbst mal das Verhältnis von Tomate zu Käse. Boah. Ich liebe ja mittlerweile auch neapolitanische Pizza, ne? Aber wenn das so eine frische Steinofen aus dem Ofen ist, boah, das hat was. Schreibt gerne mal rein. Ich sag mal Team neapolitanische Pizza, weich, Pünktchen, Pünktchen oder klassisch wie beim Italiener Steinofenpizza. Ein bisschen Knoblauch haben wir gerade dazu bekommen, das wollte ich mir nämlich nicht nehmen lassen. Ich bin ja so ein kleiner Knoblauch-Junkie. Frischen Knoblauch drüber. Boah. Also das soll wie gesagt die Proteinpizza sein. Alle Fitnessbewussten ist es das schon mal. Dann haben wir hier Pizza Heinz. Dementsprechend mit einer Burrata und schönen Schinken. Die könnten wieder dreckig werden jetzt das erste Mal. Oh ja. Burrata ist auch meins. Stand jetzt mein Favorite, die lasse ich mir gleich noch ein bisschen über. Ich lasse mir mal von vorne was geben. Pizza Kebab Fresh mit Cherry-Tomate und Kebabfleisch. Ja, schmeckt wie Döner, ne? Nur auf einer Pizza. Jetzt kommen wir zur Pizza Italiana mit Cherry-Tomaten. Oh, Parmesan ein bisschen oben drüber. Für alle, die es frisch mögen, da gehen liebe Grüße an meine Mutter raus. Ich glaube, für die wäre die Favorite. Stand jetzt bleibe ich aber bei der Pizza Heinz mit der Burrata, mein Favorite. 2 Stück haben wir noch, die wir probieren müssen. Pizza Galbani, Cherry-Tomate. Auch wieder mit Rucola. Vorne haben wir da sogar noch ein bisschen, ich glaube, Mascarpone liegen. Das Geile ist bei dieser Creme Fraiche, die kann man natürlich überall so ein bisschen reindippen. Boah, okay. Also bisher immer noch Pizza Heinz, mein Favorite. Und die habe ich mir nicht nehmen lassen, die zu bestellen, weil es eigentlich immer eines meiner Favorites ist. Mittlerweile von Burrata Pistachio abgelöst. Meeresfrüchte. In die Top 3 auf jeden Fall mittlerweile. Oder schon immer. Mittlerweile leicht abgerutscht. Oh ja. Ich liebe einfach Meeresfrüchte. Ein komplett anderen Geschmack auf der Pizza. Aber Stand jetzt, Pizza Heinz, meine Nummer 1 hier. Mal schauen, ob es so bleibt. Wir gehen auf jeden Fall rein. In die 3 Meter Pizza. Let's go. Also meine Lieben, 15 Minuten haben wir um, damit die erste Viertelstunde. Und was ich jetzt mache, meine Lieben, ist definitiv mal kurz eins. Wir schieben uns mal wieder so ein bisschen, ich sag mal, wie so eine Art, kommt mir vor wie auf dem Lieferband so. Ein bisschen rein. Vorsichtig, dass wir nicht zu hier irgendwie was abreißen. Man ist vorsichtig mit mir, man gibt mir kleinere Stücke. Anscheinend ist man auch hier nicht ganz so optimistisch, was die Größe der Länge der Pizza angeht, ob das wirklich zu schaffen ist. Ich danke Ihnen. Und damit, meine Lieben, haben wir wieder alle 6 Pizzen sozusagen jetzt wieder vor uns. Kebab, die Rucola mit Tomaten, Meeresfrüchte, darunter wieder die mit Creme Fraiche, die Heinz-Pizza und natürlich unsere Proteinpizza. Aktuell kann ich immer noch weiter sagen, geschmacklich Pizza, Daumen hoch. Was mir nachher noch am besten schmeckt, kann ich noch nicht sagen. Schon jetzt immer noch die Heinz, Burrata. Aber vor allem der Boden crasht mich, muss ich wirklich sagen. Also Daumen hoch für die Pizza. Also meine Lieben, ich habe gerade erfahren, wir haben unseren Rekord schon geschafft. Also die 80 cm
die der Rekordhalter hier aufgestellt hat, die haben wir wohl schon geknackt. Dementsprechend Daumen hoch, Like, Abo dalassen. Rekord haben wir auf jeden Fall schon mal eingestellt. Alles andere ist jetzt Zusatz, sage ich mal. Aber auch nach 25 Minuten merke ich immer wieder, eine Pizza, Halleluja, knallt vom Teig her, unnormal. Ne? Ich habe gerade erfahren vom Chef, 80 Schweizer Franken kostet ja die Pizza, wie er vorhin erwähnt hatte, so der 1 Meter. Und die Sonderanfertigung wird in Anführungsstrichen bei bis zu 3 Meter pro Person so auf 29,90 pro Kopf gerechnet. Wie gesagt, die hier soll ja für 12 Personen schreiben, rechnen das gerne mal um. Was sagt ihr zum Preis? Findet ihr das fair nicht? Weil er sagt halt jetzt gerade, dass der Aufwand dementsprechend größer ist. Bis zu 1 Meter, die Frage nahm ich gerade im Livestream auf, kann man das auch wohl nach Hause bestellen? Die 3 Meter Pizza, die gibt es wohl nur hier. Ich glaube, ist aber auch ganz geil, weil so kann man sie auf jeden Fall frisch genießen. Und ich sage immer, bestellen Pizza nach Hause ist immer noch was anderes als frisch direkt aus dem Ofen. Klar, machen natürlich viele, geht auch. Aber ich merke schon immer wieder, wenn man Pizza bestellt, oder ich kenne es von früher, nach Hause und das dauert selbst 10 Minuten, ist es dann nicht mehr das Gleiche, wie als wenn man dann gerade dann zu Hause das gegessen hat. Ne? Also, ich meine, unsere ist jetzt auch schon was kühler geworden, brauchen wir auch nicht überreden. Aber dafür schmeckt es immer noch weiter, vor allem mit den Toppings. Ne? Also, Daumen hoch für die Auswahl hier, die er uns gegeben hat teilweise und auch was wir teilweise drin wollten. Bisschen Creme Fraiche wieder, mächtig und dreckig. So, meine Lieben, ich würde sagen, es ist mal wieder Zeit, sich ein bisschen Pizza mal wieder hier ranzuschieben, denn wir haben wieder ein bisschen was geschafft, wie ihr seht, und schieben uns mal so, ich sag mal ja, schon die Hälfte jetzt, die wir noch vor uns haben ungefähr, noch vor uns. Und ich bin mal gespannt, wie lange wir noch brauchen. Danke dafür. Auch wenn der Chef schon bei Hand ist, könntest du mir vielleicht was von der Frutti di Mare und ja, daneben noch ein Stück geben, vielleicht von in der Mitte. Denn ich muss euch ehrlicherweise sagen, während uns gerade was abschneidet, ich glaube, ich lasse mir so ein bisschen die Burrata und Creme Fraiche so zum Ende. Denn so ein bisschen Soße, glaube ich, am Ende, gerade wenn es jetzt auch ein bisschen kälter natürlich von der Pizza wird, ist dann, glaube ich, noch ein bisschen angenehmer. Also kann man sie kalt auch noch ganz gut essen. So, aber ein bisschen rangeschoben, passt erstmal. Jetzt können wir so fast schon von der Breite, von der Größe, von der Länge her, sage ich mal, gleich schon uns selber vornehmen. Wobei ich gerade ein bisschen Angst habe, aufzustehen, denn ich merke es schon im Magen. Aber meine Lieben, weiterhin ist es so, schmeckt gut, auch wenn sie natürlich mittlerweile kälter geworden ist, brauchen wir auch nicht überreden. Und ich bleibe dabei, dieses schöne Einrollen, oh, ihr seht es auch hier, wie schön vom Teig her angebraten ist unten, ne? So ein bisschen schwarz. Typisch Steilofenpizza. Geil. Oh. Das Einzige bei Meeresfrüchte, deswegen liebe ich halt auch Knoblauch, da muss ordentlich Knoblauch rein. Ich glaube, das hat jetzt nochmal einen anderen Punch. Halleluja. Daumen hoch. Nur auf Meeresfrüchte. Und 35 Minuten noch. Weiter. Also meine Lieben, ich habe gerade vom Chef mitgeteilt bekommen, dass wir jetzt doch die 2 Meter wohl gut schon erreicht haben und jetzt noch, ja, falls ihr das sehen könnt, 1 Meter jetzt noch vor uns liegt. Und ich muss euch ehrlicherweise sagen, Halleluja, ich wünschte, es wäre schon weniger Meter, weil das knallt ordentlich gerade. Erster Schluck mal jetzt was zu trinken. Oh, bei Pizza tut das Trinken dann doch noch mal ganz gut. Oh, Halleluja, vor allem so mit dem Knoblauch, mit dem ganzen Salz dazu. Ich glaube, auch heute wird ordentlich wieder Cola gesüppelt im Anschluss. Viele von euch fragen sich ja immer, wie ich das Ganze mache, wie ich das Ganze verkrafte. Ganz einfach, ne? Fasten, dazwischen gesund oder beziehungsweise gar nichts essen, viel Sport. Aber eins sei gewiss heute, meine Lieben. Heute wird definitiv, auch weil es so heiß ist und so viel Pizza, ordentlich noch Cola getrunken. Aber erst steht eins, und zwar, dass wir versuchen, noch mal so weit wie möglich zu kommen. Ab jetzt wird es wirklich auch anstrengend, weil ich natürlich auch merke, dass sie natürlich ein bisschen kälter geworden ist oder schon sehr gut kalt ist. Deswegen versuche ich jetzt so nach und nach, mir die jetzt hier selber heranzuziehen und ein bisschen zu kombinieren. Ich habe mir hier und da so ein bisschen, kann ich euch mal zeigen, wenn ich jetzt hier so die nächste, das nächste große Stück von der Frutti di Mare nehme, habe ich es mir dann schon teilweise so gemacht, einfach mal so ein bisschen Creme Fraiche hier drüber. Ich sage, wir werden wild. So, ein bisschen Knoblauch, Nase läuft auch schon, wie ich merke. Und dann, ja, wisst ihr was, ein bisschen mehr Knoblauch. Und dann räumen wir sie ein und dann haben wir eine schöne Frutti di Mare, Creme Fraiche. Und so wird es gerade aktuell noch ein bisschen saftiger und für mich noch ein bisschen geschmackvoller. Ich
muss selber mal auf die Uhr schauen, meine Lieben. Ich glaube, wir sind so knapp mit einer Stunde jetzt dran, 55 Minuten. Ich merke gerade, ich habe relativ wenig von dieser Rucola Cherry Tomaten gegessen, obwohl die mit am meisten Tomatenbelag dementsprechend hat. Bin gespannt, ob die jetzt entspannter dafür geht. Also wir haben gerade nochmal nachgefragt, ich habe ein bisschen mehr Tomatensauce mit den Cherry-Tomaten. Ich sag mal, wie so die Creme Fraiche Seite flutscht gerade ein bisschen mehr. Ich sag mal, das ist die Sommervariante. Boah, also merkt halt echt, ein bisschen was schwieriger wird. Aber ich sag mal so, wie der Chef gerade schon sagte, ne, für 9 Personen haben wir schon. Und die anderen 3 Personen wollen wir auch noch schaffen für 12. Ich drücke uns die Daumen. Aber wirklich anstrengend. Meine Lieben, ihr seht, wir haben die Stunde jetzt, glaube ich, schon überschritten. Ich kann schon meinen Bauch gar nicht mehr so weit oder meinen Körper so nach vorne richten, weil ich aufpassen muss, dass mein Bauch gerade nicht ein Bäuerchen macht, sage ich mal so vorsichtig. Aber ich habe auch groß keine Kapazität mehr, euch irgendwie jetzt groß abzudaten, beziehungsweise zu sagen, wie es mir gerade geht oder wie es mir gerade nicht geht. Denn ich muss euch ehrlicherweise sagen, es ist gerade wirklich ein Kampf. Ich habe das Ganze jetzt wie so eine Art, ich sag mal, Rolle schon zusammengerollt. Aber klar, die Pizza ist natürlich kalt. Versuche jetzt hier und da wenigstens noch viele Cremes mitzunehmen, um mich wirklich zu konzentrieren, weil es wirklich anstrengend wird. Aber auch wenn es nicht, ich sag mal, von Anfang an direkt geplant war, die aufzuessen, sondern erstmal natürlich den Hausrekord. Boah. Und so weit wie möglich einfach mal zu schauen. Aber jetzt hat mich so seit einer geraumer Zeit halt wieder dieser Challenge-Gedanke gepackt. Boah. Und deswegen will ich es auch schaffen. Drückt mir die Daumen. Also meine Lieben, ich weiß gerade nicht die Zeit, ich habe noch nicht drauf geschaut, weil ich mich gerade so konzentriert habe. Das Einzige, was ich euch sagen kann, scheiße, die Pizza ist bis zum letzten Stück leer. Und das, was ich immer nur empfehle, und wenn mich auch viele fragen, wie kann man so viel essen? Ich habe tatsächlich geschaut, dass ich gerade, wo es am Ende schwierig wurde, das eine oder andere Stück, was jetzt nicht mehr so für mich persönlich geil geschmeckt hat, eigentlich meine Lieblingspizza Frutti di Mare, war die nachher am trockensten leider war. Und ich sag mal wirklich jetzt meine Pizza Heinz oder auch die Pizza nachher mit dem Kebab und die Creme Fraiche oder allgemein die halt noch mit der Burrata oder allgemein was so ein bisschen Creme hatte, habe ich mir Step by Step bis zum Ende übergelassen, sodass ich wirklich nur sagen kann, der Rand ist weg und jetzt kommt wirklich noch ein geiles, süßes, ich will schon fast sagen süßes, ein geiles, herzhaftes Ende, was mich jetzt auch geschmacklich nochmal abholt, auch wenn es bis hierhin jetzt wirklich anstrengend war. Also Pizza Heinz, Halleluja, mit Burrata. Tatsächlich mein Favorite hier gewesen, aber ansonsten auch die mit Creme Fraiche. Die war super. Sag mal, wer diese italienische Variante eher ein bisschen probieren möchte, in Richtung Sommer-Vibes, ne? Mit dieser Pizza Italiana war es, glaube ich, mit mehr Tomatensauce, Kirschtomaten und dann noch Rucola. Ich glaube, der steht da eher so ein bisschen besser, aber ich sag mal jetzt wirklich die mit Creme Fraiche, die mit Burrata, die nochmal so einen zusätzlichen Punch durch diese Creme bekommen haben, ne? Die, muss ich euch ehrlicherweise sagen, haben jetzt gerade so am Ende das nochmal so richtig schön flutschen lassen. Natürlich auch der Knoblauch, natürlich auch das ein oder andere Schluck Wasser. Und damit haben wir in knapp 1,5 Stunden, 1 Stunde 36, 3 Meter Pizza gegessen. Die längste Pizza der Schweiz, nicht nur bestellt, nicht nur den Hausrekord von 80 cm, ich sag mal ein bisschen übertroffen, sondern komplett gesprengt. Ich weiß nicht, wo das irgendwann noch hier enden soll. Aber eins ist gewiss, Ende sind wir hier noch lange nicht, denn ich glaube, man kann die Pizza sogar noch länger bestellen. Bis zu 6 Meter habe ich gehört. Halleluja, meine Lieben. Aber jetzt kommt erstmal eins. Ein süßer runder Abschluss. Ich freue mich drauf. Hier haben wir Baklava mit Eiscreme. Dankeschön. Für die Latte mit Milch. Dankeschön, mein Bester. Bitteschön. Gute. Also meine Lieben, ich glaube, der Chef ist gerade noch ein bisschen sprachlos. Wir haben gerade hinter der Kamera, als er jetzt das Dessert fertig gemacht hat, ein bisschen gequatscht. Aber eins hat er richtig gemacht, uns nochmal ein schönes Dessert gegeben. Baklava mit Eis. Und meine Lieben, ich finde, es ändert hier schon irgendwie wie so eine Art Pizzastück. Ich weiß nicht wieso, auch wenn es Baklava ist, ob wir es schon so oft hatten, auch mit dem Eis, mit dem Pistazie oben drüber. Aber irgendwie kommen hier gerade nochmal doppelt und dreifache Pizza-Vibes rüber. Ich hoffe nur eins, dass es süß ist und nicht herzhaft. Und sonst essen wir ja Baklava. Lass entweder klein
mit einer Gabel. Aber auch hier, ich sag mal, wir sind jetzt schon in der Pizzeria, meine Lieben, zum Abschluss. Dreckig und mächtig, wie ein Pizzastück. Boah. Boah. Es ist gerade das Gefühl gerade, ne, von dieser 3 Meter, 8 Kilo Pizza, herzhaft, Teig, jetzt auf diese andere Geschmack gerade, ne, und dann noch ein kaltes Eis. Boah. Ich weiß gerade nicht wohin. Ich bin ein bisschen sprachlos, aber eins ist sicher, wir kommen auf jeden Fall mal zurück. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob es euch gefallen hat, ob wir das Ganze nochmal vielleicht als Weltrekord ausbauen sollen, wenn es nicht sogar schon einer ist. Ich sag mal, bis zu 6 Meter ist hier möglich. Die 3 Meter haben es mir gerade schon gut reingehauen. Vielleicht jetzt Step by Step 300 Meter mal das nächste Mal, vor allem als Lifetime-Pass-Challenge, weil ich glaube, hier hätten wir uns den Stempel definitiv verdient. Oder schreibt es mal in die Kommentare, die 3 Meter Pizza, wie jetzt gerade, vielleicht noch das eine oder andere Topping mehr austauschen, weil ich jetzt weiß, so was geht, was nicht. Und dann machen wir am Ende 1 Meter süß, denn ich denke, auch das kriegen wir hin. Stellt euch mal vor, am Ende noch 1 Meter Baklava oder eine Nutella-Pizza. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr dafür seid. Ich wäre dafür. Daumen hoch, meine Lieben. Geile Baklava. Geile Pizza. Daumen hoch, Pizzatraum. Könnt ihr euch hier, wie gesagt, auf Vorbestellung bestellen. Könnt ihr ganz normal hier machen. Und mal schauen, mit wie vielen Personen ihr an der Pizza setzt. Oder wer es vielleicht sogar auch alleine schafft. Meine Lieben, liebe Grüße bestelle ich vom Pizzatraum aus der Schweiz. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.